Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz feines Keksrezept für euch für solche wunderschöne rosa Erdbeerkekse. Diese Kekse haben keine Lebensmittelfarben, die haben diese schöne rosa Farbe durch natürlichen Zutaten. Und ich werde dir heute in meinem Video zeigen, wie du auch diese schöne rosa Farbe hinbekommst, ganz ohne Lebensmittelfarben. Lass uns mit dem Rezept anfangen. Für das Rezept brauchst du Mehl, eine kleine Prise Salz, Vanille, ein Ei, Puderzucker, gefriergetrocknete Erdbeeren und weiche Butter. Erst werde ich die gefriergetrocknete Erdbeeren zerkleinern. Ich habe das in einer Gewürzmühle gemacht. Dann werden die Erdbeeren schön zerkleinert, fast wie Puderzucker. So sollten die auch dann sein. In meiner Gewürzmühle sind da so ein paar Stücke geblieben, so größere Stücke, die am besten entfernen, so dass die Masse am Ende oder so dass die Erdbeeren am Ende so aussehen. Wenn da etwas größere Stücke bleiben, ist das nicht schlimm, die können dann auch bleiben. Dann das weiche Butter in eine große Schüssel geben und auch den Puderzucker dazu geben, die Vanille und eine kleine Prise Salz. Dann die Masse mit dem Mixer auf höchste Stufe für 3 bis 5 Minuten schlagen, bis die Masse schön weich und fluffig geworden ist. So sollte die Butter dann am Ende aussehen. Es ist schön hell, weich und cremig geworden. Jetzt werde ich noch den Ei dazugeben und mit dem Mixer weiterschlagen. Wieder auf der höchsten Stufe für etwa 30 Sekunden bis 1 Minute, bis die Masse wieder schön fluffig ist. Dann etwa Hälfte von Mehl durch den Sieb in das Teig geben und kurz mit dem Mixer auf niedrige Stufe schlagen, bis es fast vermischt ist. Dann den Rest vom Mehl durch den Sieb dazugeben und auch die Erdbeeren dazugeben und weiterschlagen. Wieder niedrige Stufe und kurz, bis alles fast vermischt ist. Dann noch mit dem Spatel weiter mixen, so dass alles schön gemixt ist, so dass du keine trockene Stellen hast und so dass der Teig schön gleichmäßig wird. Dann den Teig auf Frischhaltefolie legen und wir werden den Teig mit Frischhaltefolie noch etwas flach drücken, bevor der Teig gekühlt wird. So wie ich hier zeige, einfach mit Hilfe von Frischhaltefolie den Teig mit den Fingern so schön flach drücken. So wird der Teig schön gleichmäßig gekühlt im Kühlschrank und es wird auch etwas schneller kalt und so wird es auch einfacher, den Teig am nächsten Tag auszurollen. Dann den Teig schön mit Frischhaltefolie einwickeln und mindestens 6 Stunden kalt stellen, aber am besten über Nacht im Kühlschrank kühlen und fest werden lassen. Am nächsten Tag am Backblech mit Backpapier belegen und dann können wir mit dem Keksteig weitermachen. Dann die Arbeitsfläche gut mit Mehl bestreuen, den Keksteig da drauflegen und den Keksteig von oben auch mit etwas Mehl bestreuen. Und beim Ausrollen ganz wichtig, den Teig immer wieder drehen oder wenden, so dass es nicht von unten kleben bleibt. Aber wenn du merkst, dass es trotzdem etwas kleben bleibt, dann etwas mehr Mehl dazugeben. Und dann, wenn du den Teig schön ausgerollt hast, es sollte etwa 2 mm dick sein, dann kannst du auch die Kekse schon ausstechen. Der Teig hat eine wunderschöne rosa Farbe. Ich habe den Teig die ganze Zeit beim Kekse ausstechen bewundert, wie schön rosa die Farbe ist. Dann die fertigen Kekse auf das Backblech legen und nochmal für mindestens 30 Minuten bis 1 Stunde kalt stellen. So behalten die Kekse seine Form auch nach dem Backen. Danach die Kekse backen und die Backenleitungen mit dem ganzen Rezept findest du unten im Videobeschreibung. Die Kekse sind fertig gebacken, wenn die am Rand so ganz leicht
Farbe bekommen. Dann die Kekse für etwa 10 Minuten auf dem Backblech abkühlen lassen und danach auf dem Abkühlgitter komplett abkühlen lassen. Erst dann können wir mit der Glasur weitermachen. Für die Glasur die Schokolade schön fein hacken und im Mikrowelle oder auf einem Wasserbad schmelzen lassen. Wenn die Schokolade so schön flüssig ist, kriegt man ein schönes dünne Schicht Schokolade auf den Keksen. Dann die Kekse so bis Hälfte in die Schokolade tauchen, danach die Schokolade etwas abtropfen lassen und wenn es nicht mehr tropft, die Kekse auf ein Backpapier legen. Wenn du merkst, dass die Schokolade etwas dickflüssiger wird, kannst du die nochmal nachschmelzen. Sonst wird die Schokoladenschicht auf den Keksen etwas dicker. Zum Schluss die Kekse noch mit den gefriergetrockneten Erdbeeren dekorieren. Ich habe teilweise mit kleinen Stückchen oder mit ganzen Erdbeerstückchen dekoriert. Und dann habe ich gedacht, dass ich auch noch etwas mehr mit den Erdbeeren dekorieren möchte und ich habe ein paar Erdbeeren einfach so in meinen Händen zerkleinert und dann so mit den kleinen Stücken auch noch dekoriert. Ich fand, das sieht aus etwas wie Streusel, aber aus Erdbeeren und sieht sehr appetitlich aus. Dann die Schokolade fest werden lassen und die Kekse in eine luftdichte Keksdose bewahren. Lass sie dir schmecken. Ich hoffe, dir hat mein Erdbeerkeks-Rezept gefallen. Ich war mega begeistert, dass die Farbe so schön rosa geworden ist. Ich wollte das testen. Ich wollte ein Rezept für rosa Kekse, die ganz ohne Lebensmittelfarben gemacht wird. Und ich war mega überrascht und sehr glücklich, dass die so schön geworden sind. Und vor allem sind die Kekse nicht nur super süß und schön, die schmecken auch sehr lecker und duften herrlich nach Erdbeeren. Ich finde, die Kekse passen perfekt zum Valentinstag, aber man sollte die nicht nur am Valentinstag backen, weil es viel zu schade wäre, die Kekse nur einmal pro Jahr zu genießen. Ich hoffe, dir hat meine Idee gefallen für die Kekse ganz ohne Lebensmittelfarbe und ich hoffe, dass du auch so begeistert bist wie ich von dieser wunderschönen rosa Farbe. Wenn dir diese Kekse gefallen haben und das Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.